Willkommen zurück auf zum nächsten Abschnitt des grünen Bandes. Der Abschnitt von Abisko Tourism. Nun geht es los, gerade in Abisko gestartet, auf die nächsten 120 Kilometer. Haben auch einen sehr hohen Pass drin, den Chak-Chak-Pass. Viel Spaß auf diesen Abschnitt. Und gleich zu Beginn gehen wir hier auch einen wunderschönen Fluss entlang. Wie ihr sehen könnt, eine schöne Klamm. Das wird sich jetzt auch erstmal die nächsten paar Kilometer so hinziehen. Immer schön dann lang und die nette Aussicht genießen bei den herrlichen Sonnenschein. Also weiter heiter auf dem Kungsleden beziehungsweise Nordkalotta. Der führt nämlich parallel hier auf dem Kungsleden. Leider hat mich meine nette Begleitung, die Sina, im letzten Abschnitt nicht verlassen, da sie selber ihre Wege gezogen ist und selber ihre Abenteuer in den nächsten 1-2 Wochen auch noch erleben möchte. Daher bin ich jetzt erstmal alleine unterwegs auf diesem Abschnitt. Aber der Kungsleden jetzt hier auf diesem Abschnitt ist sehr viel bewandert, daher werden wir auch nicht, ehrlich gesagt, alleine sein, sondern sehr viele Menschen begegnen. Das erste Mal, dass wir jetzt einen Rentierzaun überqueren müssen. Hier haben wir ein paar Stufen und auf der Tour werden wir noch sehr wahrscheinlich häufiger damit in Berührung kommen und immer mal wieder neue Methoden haben, wie man so einen Rentierzaun oder Gatter, je nachdem, dann überqueren muss oder durchqueren muss. Schaut euch diese herrliche Gegend an. Das Wasser, die schneebedeckten Berge im Hintergrund. Einfach fantastisch. Wir haben jetzt gerade mal kurz nach 8. Gefühlt sind es schon über 20 Grad. Und es geht kein Wind. Das heißt, schwitzen, schwitzen, schwitzen und gucken, dass man keinen Sonnenbrand kriegt. Naja, jetzt geht es erstmal auch zum Chak-Chak-Pass, die höchste Erhebung des Kungsleden. Aber dieses wird nicht laut Komoot zumindest meine höchste Erhebung sein, sondern die werde ich erst im Laufe der Tour noch wesentlich später haben. Daher geht's auf zum Chak-Chak-Pass in der Hoffnung, dass dort Wind geht und etwas angenehmer ist. So sieht es aus, wenn man Pause macht bei schönem Wetter. Sich einfach in die Landschaft legen, einen Snack genießen und die Schuhe zum Trocknen aufgehangen bzw. die Socken. Und jetzt erstmal ein halbes Stündchen Pause. Da stehe ich jetzt nun vom Chak-Chak-Pass. Da oben ist die Hütte. Dann wollen wir mal hochgehen durch das Schneefeld und
und uns die schöne Aussicht von oben ansehen. Oben endlich angekommen am Chekcha-Pass. Hinter mir die Hütte. So sieht die Aussicht aus, von wo ich komme. Und jetzt zeige ich euch noch, wo ich hingehe. Und zwar da runter. Mittlerweile bin ich jetzt vom Kungsleden runter und bin jetzt wieder auf den Nordkalotten unterwegs. Und was muss ich sagen? Es ist teilweise noch anspruchsvoller geworden wie auf den anderen Teil des Nordkalottenlebens, welcher nicht zeitgleich mit den Kungsleden zusammengeführt hat, weil hier gibt es wirklich keine Markierung. Hier muss man sich den Weg teilweise noch selbst zusammensuchen. Oder man hat Glück, dass man irgendwo nirgendwo durchaus auch noch mal ein paar Holzplanken findet. Ansonsten, wenn man Glück hat, sind noch ein paar Steinmännchen irgendwo. Aber selbst da heißt es nicht, dass man auch den richtigen Weg oder den optimalen Weg hat. Und als Highlight, was auch mal wieder zwischendurch vorkommt, ist, dass da eine kleine Samensiedlung für den Sommer da ist, die sie dann beziehen. Die werden wir auch passieren und dann geht es weiter den Trail lang. Da geht's gleich rüber. Und dann da oben den Rentienzaun. Das erste Mal, dass die Uhr mir einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang anzeigt. Es war mitten in der Nacht einmal hoch und sofort wieder runter. Aber vorher standen da nur Striche. Es gab keinen Sonnenaufgang und keinen Sonnenuntergang. Das erste Mal heute. Wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, geht's auf die letzten 20 Kilometer und zwar immer entlang einer schönen Schotterstraße. Das heißt, hier kann man ordentlich Kilometer machen. Wenn nicht gerade wieder Autos vorbeikommen, so wie gerade, und einen voll am Stauben sind, da ist es nicht so schön. Aber ansonsten 20 Kilometer Schotterstraße. Auf geht's!
Ja, als kleines Fazit kann ich eigentlich noch ziehen von dieser Etappe, dass ja mit Beginn des Kungsleben ab Abisko doch sehr, sehr viele Leute unterwegs waren. Schon, ja, wie alle schon sagen, eigentlich auch schon überlaufen. Das heißt, ja, es macht keinen Spaß, dann irgendwo auch dann zu zelten, wo man dann von vielen Leuten dann halt begegnet wird. Erst als man abgebogen ist, wieder auf Nordkalotta, hat man gemerkt gehabt, dass es dann doch sehr, sehr auf einmal schlagartig einsamer wurde. Aber dafür aber auch wieder zu kämpfen, dass man nicht sehen konnte, wo der Weg ist, weil Markierung keine vorhanden. Man hatte Glück gehabt, dass vielleicht zwischendurch mal Steinhaufen gestanden haben, aber das aber auch nur zu Beginn. Das heißt so, dass man teilweise auch, ja, ich verpasst hatte, die Flussüberquerung, habt ihr dann zu spät gemacht. Ja, aber man hat aber auch wieder nasse Füße gekriegt. Das heißt, so wie im ersten Abschnitt Nordkalotta-Pur, auch als man den verlassen hat und dann weiter über Huka, Schaure und Sitas gegangen ist, auch alles wieder teilweise sumpfig, matschig, Flussüberquerung und teilweise auch sehr schlecht mit den Wegen. Ja, ab Sitas, ja, dann einfach nur noch Straße folgen und man war schon da. Das kann man so als Fazit quasi festhalten. Gleich endet meine letzte Etappe. Dann bin ich in Wetzen angekommen. Nach 20 harten Kilometern jetzt zum Schluss nochmal über Schotterstraße und jetzt die letzten guten Kilometer jetzt auch nochmal über Asphalt. Bin ich dann endlich an meinem zweiten Etappenziel angekommen, sodass ich mich dort auch erstmal wieder gut gehen lassen kann, Pausentag machen und dann sehen wir uns eigentlich auch schon wieder auf den nächsten Abschnitt.